Heute möchte ich mit dir eine Geschichte teilen, die tausendfach schon vorgekommen ist. Vielleicht hast du schon Ähnliches in deinem Urlaub gesehen oder auch erlebt. Das ist eine der vielen Maschen, die die Betzys anwenden, um einer gutgläubigen Touristin das Geld aus der Tasche zu ziehen. Diese Geschichte hatte sich vor einigen Jahren tatsächlich so ereignet. Hallo zusammen, ich bin Rina von den Betsy-Spürnasen. Ich kläre seit einem Jahr über Business und die Folgen auf. Diese Geschichte handelt von einer Frau mittleren Alters. Sie hatte vor Jahren ihren Mann beerdigt. Eines Tages buchte sie eine Reise. Sie dachte, dass der Urlaub sie von ihrer Trauer ablenken würde. Sie freute sich auf den Tapetenwechsel und flog allein nach Ägypten. Dann kam genau das, was du jetzt denkst. In ihrem Hotel in Marsalam angekommen, lernte sie ihren Betsy relativ schnell kennen, der dort als Kellner arbeitete. Er war so gut 15 Jahre jünger als sie. Er war charmant, machte ihr Komplimente, zeigte ihr die Gegend, gab sich sehr verständnisvoll. Merkst du was? Lovebombing pur. Wenn du das Video noch nicht kennst, ich verlinke es dir hier oben, aber zurück zu unserer Witwe. Also mit dem üblichen Vorgehen glaubte die Witwe sehr schnell, jemanden gefunden zu haben, der sie über den Verlust ihres Mannes hinwegtrösten könnte. Weil sie annahm, sie hätte eine Beziehung, flog sie mehrfach im Jahr in dieses Hotel, um ihren Freund zu besuchen. Kannst du dir vorstellen, wie er die Abzocke vorbereitete? Genau. Bei einem ihrer Besuche schlug ihr Betsy schon fast beiläufig vor, dass sie per Orfi heiraten könnten. Denn dann wäre es ihnen erlaubt, auch ein Apartment gemeinsam zu beziehen. Da die Frau glaubte, in einer Beziehung zu sein, kam ihr das plausibel vor. Ihr Betsy erklärte ihr noch, dass für sie sich nichts ändern würde, aber sie würde ihn vor dem Knast bewahren, wenn sie ein Orfi-Papier hätten. Was die arme Frau nicht wusste, damit legte ihr vermeintlicher Freund den Grundstein für die spätere Abzocke. Du kannst dir vorstellen, für diese sogenannte Eheschließung hatte er noch nicht einmal das Geld. Also übernahm unsere Witwe die Kosten, die bei der Orfi-Heirat anfielen. Für all diejenigen, die das noch nicht kennen, eine Orfi-Ehe ist in Ägypten zwischen einer Touristin und einem jüngeren Ägypter sehr populär. Damit bindet unter anderem der Betsy unbemerkt seine Freundin noch mehr an sich. Denn eine Frau, die sich in einer festen Beziehung wähnt, ist eher bereit, darin zu investieren. Aber zurück zur Geschichte. Und dann begann seine Abzocke. Ihr Betsy machte ihr weiß, dass er die Wohnung oder auch Hotelzimmer vor Ort viel günstiger bekommen könnte. Die Witwe hatte keine Ahnung davon gehabt, woher denn auch. Sie buchte ihre Reisen ja im Reisebüro. Genauso wie ich auch. Ich hätte es auch nicht gewusst. Also gab sie ihm in gutem Glauben das Geld, damit er die Unterbringung regeln konnte. Und diese Masche funktioniert bei vielen Touristen heute noch sehr gut, nebenbei bemerkt. Dabei spielt es keine Rolle, ob du eine Frau, ein Mann bist oder auch, dass ihr ein Paar seid. Spielt überhaupt keine Rolle. Eines Tages schloss sie dann auf Freundschaft mit einigen Frauen, die ebenfalls in einer binationalen Beziehung zu sein schienen. Ihre neuen Bekannten lebten in Ägypten mit ihren Männern zusammen und hatten regelmäßig auch in diesem Hotel ein paar Tage Urlaub gebucht. Als die Witwe mal wieder ihren Freund besuchte, erzählte sie einer Bekannten von ihrem Betsy. Sie schwärmte geradezu von ihm. Ich verlinke dir hier oben das Video, wie der Betsy dich aus der Ferne kontrolliert. Aber im Laufe des Gesprächs kam es dann auch zur Sprache, wie hoch die Miete für die Wohnung war. Ihre Bekannte erklärte ihr dann, dass ihr Freund viel zu hohe Preise genannt hatte. Von dem Moment an buchte die Witwe nur noch selbst die Unterbringung über das Internet. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass der Betsy nicht gerade über diese Tatsache erfreut gewesen war. Wer die Maschen genau kennt, weiß, dass sich, nennen wir es mal, Drama abspielte. Denn sobald du der Wahrheit näher kommst, ihn hinterfragst, misstrauisch wirst, dann lenkt er die Aufmerksamkeit durch das vorgespielte Drama von sich. Damit denkst du über eure Beziehung nach oder darüber, was du falsch gemacht hast. Aber ich erzähle weiter. Ganz vorneweg tagelanges beleidigtes Schweigen.
Ich verlinke euch hier oben das Video Silent Treatment der Betsys. Denn unsere Witwe war dahinter gekommen, dass ihr Freund sich die Differenz zwischen dem eigentlichen Preis und dem Betrag, den sie ihn vorher bezahlte, eingesteckt hatte. Während ihrer Besuche war er sehr großzügig gegenüber seiner Freundin gewesen. Er übernahm angeblich die Kosten, wenn sie etwas unternahmen, was sie im Glauben ja noch bestärkt hatte, dass ihr Freund sehr großzügig war. Im Grunde genommen war sie unbewusst für die Ausgaben selbst aufgekommen. Aber damit war ja jetzt Schluss gewesen, dass er sich so großzügig zeigen konnte. Aber trotzdem glaubte sie fest an diese Beziehung. Du fragst dich sicher auch, warum sie bis jetzt noch nicht wach geworden war. Er hatte ihr erfolgreich den liebenden Freund vorgespielt, ihr versichert, dass sie die Einzige wäre. Mit viel Dramatik hatte er die ganzen Unterstellungen zurückgewiesen. Natürlich wurde ihm diese Komödie abgenommen, sie war wieder beruhigt und glaubte, alles im Griff zu haben. Aber ich würde hier sagen, Pustekuchen. Es gehörte dazu, dass sie irgendwann seine Familie kennenlernte, aber so schnell passierte es nicht. Er zögerte dieses Zusammentreffen immer wieder hinaus. Das verstand seine Freundin nicht. Sie konnte sich nicht vorstellen, warum er sie als Frau in seinem Leben nicht seiner Familie vorstellte. Die Witwe musste erst einen gewissen Druck aufbauen, damit er sie ihr vorstellte. Als nichts mehr hinauszuzögern ging, gab ihr Betsy nach. Du weißt sicher ganz genau, was jetzt kam. Klar, sie wurde mit offenen Armen von allen herzlich empfangen. Das übliche Prozedere, ihre Gastfreundschaft war nur vorgetäuscht. Natürlich wusste die Familie, was ihr Sohn im Massalam trieb. Ohne diese Familie konnte die Abzocke ja nicht realistischer erscheinen. Dort war auch eine junge Frau, die wurde ihr als Schwester vorgestellt. Seine angebliche Schwester sprach kein Englisch. Die Witwe vermutete dann nach einer gewissen Zeit, dass es sich um die Ehefrau ihres Betsys handeln musste. Aber er hatte ihr immer wieder glaubhaft versichert, dass er Single war. Die Beziehung hielt noch eine gewisse Zeit, aber die Zweifel wurden immer lauter. Bei ihrem letzten Aufenthalt verbrachte sie viel Zeit mit ihrer Bekannten, die dort unten lebte. Und weißt du, was jetzt kam? Ja, ihre Bekannte öffnete ihr nach mehreren intensiven Gesprächen die Augen. Ihr Betsy nutzte da eine besonders beliebte Ausrede. Er musste leider während ihres Urlaubs arbeiten und hätte angeblich keine Zeit für sie. Ihr waren dann auch noch Gerüchte mit anderen Frauen zu Ohren gekommen. Ihre Ahnungen, dass etwas nicht stimmte, wurden bestätigt. Das war genau das, was das Fass zum Überlaufen brachte. Sie trennte sich dann anschließend am Ende ihrer Reise von ihrem Betsy. Auf den Rückflug traf sie einen Mann, der jetzt ihr Lebensgefährte ist. Dieser ist so ganz anders, als ihr Betsy es gewesen war. Ruhe vor ihrem Betsy hat sie erst seit etwas mehr als einem Jahr. Wie du dir vorstellen kannst, hat er alle Register gezogen, um sie wieder zu erobern und dass sie wieder zu ihm reist. Immer wieder hat er sie kontaktiert, ihr das Blaue vom Himmel versprochen. Sie lernte seine anderen geheimen Profile kennen. Er meldete sich immer wieder mit einer anderen Telefonnummer bei ihr. Seine Geschichten zielten nur darauf ab, sie nicht als Einnahmequelle zu verlieren. Das war ihr nach einigen Gesprächen mit den Frauen unten im Massalam klar geworden. Ihr fiel es dadurch einfacher, standhaft geblieben zu sein, was auch ihren Partner zu verdanken war. Ich sage nur, unverhofft kommt oft. Für diese ältere Witwe ist es noch einmal gut ausgegangen. Diese Geschichte ist wieder eine der typischen Stories. Als ich diese gehört habe, konnte ich so gut wie alles vorausahnen. Denn Betsys ging ganz nach ihrem geheimen Drehbuch vor. Da wird nur hier und da an die neue Freundin etwas angepasst, aber im Grunde genommen bleibt alles gleich. Warum weichen sie nicht von ihrem Skript ab? Weil es in ihren Augen funktioniert. Nicht jede Frau ist für die Komplimente, die Anmacher der Betsys empfänglich. Unbemerkt werden mehrere Frauen angesprochen. Eine beißt schon an. Welche Begebenheiten sind dir im Urlaub aufgefallen oder hast sie vielleicht selbst erlebt?
Schreib mir das mal in die Kommentare und wenn dir die Geschichte gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Vielen Dank.